Hallo, Hallo, willkommen in unserem selbstgebauten Tiny House. ich heiße Daniel Und ich, Jacqueline. und dann kommt mal rein in die gute Stube. Ja, und hier an dem Ort leben wir jetzt seit 3 Jahren mit unserem Freiluftatelier, noch mit 3500 Quadratmeter Refugium. Und hier das Tiny House ist unser Ort, an dem wir schon die meiste Zeit verbringen. Unser Lebensmotto ist alltäglich natürlich. Das heißt, dass wir versuchen, hier so ressourcenschonend und umweltschonend wie möglich auch zu leben. Und das spiegelt sich in der ganzen Bauweise auch wieder und auch in unserem alltäglichen Leben. Und jetzt zeigen wir euch unsere zweite Etage mit unserem Schlaf- und Arbeitsbereich. Ja, dann kommt mal mit. Hier ist unser Bett mit einer 1,80 auf 2 Meter Matratze. Das ist eine Naturmatratze aus Naturlatex und Kokos. Das war uns sehr wichtig, dass wir auch hier auf die Naturmaterialien achten. Bei der Planung war mir wichtig, dass wir die 24 Quadratmeter maximal ausnutzen. Deswegen habe ich hier das Bett oben geplant als zweite Ebene, sodass wir hier bequem sitzen können und auch den Wohnraum unten drunter noch haben. Das hier ist ein ganz alter Stoff von meiner Oma, wo ich richtig froh darüber bin, dass der hier an der Wand seinen Platz gefunden hat. Ich habe den mit Indigo gefärbt und den kann man hier mit Klett auch abmachen, um ihn zu waschen. Und auch das ist der Aspekt von Ressourcenschonung und Upcycling, der sich halt im ganzen Tiny House wiederfindet. Ja, und dann zeigen wir euch jetzt unseren Arbeitsplatz, der direkt neben dem Bett ist. Hier entwerfen wir unser Programm, unsere Veranstaltungen rund um Lebenskunst, Kochkunst, Bewegungskunst, unsere Seminare, die wir hier anbieten, Menschen, die uns besuchen kommen, um sich hier der Kunst des natürlichen Lebens zu widmen. In meinem früheren Leben habe ich mal BWL studiert, im Marketing-Agenturleben gearbeitet und war auf Karriereleiter und Shopping Queen und alles Mögliche. Und heute mit diesem natürlichen Leben ist es auf jeden Fall eine 360-Grad-Wandlung, die da passiert ist. Und darüber bin ich auf jeden Fall aber sehr dankbar. Ich war schon immer Autodidakt und Quereinsteiger und Lebenskünstler, habe sehr viele unterschiedliche Sachen gemacht. Jetzt bin ich hier gelandet und da findet sich letztendlich auch alles wieder, was in den letzten 30 Jahren mich begleitet hat. Ja, und jetzt zeige ich euch noch unsere Treppenstufen. Das sind nämlich nicht nur Treppenstufen, sondern auch Schubladen. Und auch unser Stauraum, hier unten zum Beispiel, sind die Schuhe drin. Und außerdem ist es ein wunderschöner Sitzplatz. Dann zeigen wir euch jetzt mal unsere Sofaecke. Hier sitzen wir auch manchmal. Aber das viel Entscheidendere hier an der Ecke ist eigentlich der ganze Stauraum, der sich hier bietet. Also zum einen ist hier unser Kleiderschrank. Früher hatte ich 3 riesige Schränke voll mit Klamotten und Schuhen und alles Mögliche und Handtaschen. Und heute ist alles, was ich besitze, hier in dieser einen Hälfte. Das hier ist unser Keller, sagen wir immer gerne. Stauraum, hier haben wir Lebensmittel, hier haben wir unseren Staubsauger und da ist wirklich super viel Platz, den wir ja auch brauchen, um Dinge verstauen zu können. Früher habe ich tatsächlich in einem großen Altbau gewohnt, auf 160 Quadratmetern, den ich auch komplett selbst renoviert habe und habe für mich aber festgestellt, dass mit der Zeit das Haus, die Größe des Hauses, um das zu unterhalten, eher als Ballast empfunden wird. Und ja, so ist die Idee entstanden, zu reduzieren und deswegen ist es jetzt ein Tiny House mit 24 Quadratmetern. Jetzt zeigen wir euch den Bereich, wo wir uns am meisten aufhalten. Kommt mal mit. Da sind wir schon. Ja, es war uns sehr wichtig, dass wir hier einen großen freien Raum haben, der nicht überfrachtet ist mit einem Esstisch oder sonst irgendwas, weil wir beides Bewegungsmenschen sind, sowohl privat als auch beruflich.
Ja, und hier machen wir unser eigenes Yoga. Hier machen wir Yoga auch mit anderen Menschen. Und das ist für uns hier Dreh- und Angelpunkt. Maßgeblich war für mich bei der Planung und der Konstruktion, dass ich mich eben einmal auf dem Boden komplett um mich selber drehen kann. So, und jetzt zeige ich euch noch ein Instrument, was sehr vielseitig auch einsetzbar ist. Das ist hier die Cajon. Das ist einerseits eine Trommel. Aus Südamerika vor allem wird die gespielt. Aber es ist auch der Unterkonstruktion für unseren Esstisch. Wir sind nämlich nicht nur bodenständig, sondern auch Bodensitzer. Und deswegen findet unser Essen immer am Tisch am Boden statt. Und dann hat man hier die perfekte Sitzhöhe zum Essen. Und wo unser Essen zubereitet wird, das zeigt euch jetzt Jacqueline 2 Meter weiter in der Küche. Ernährung spielt für uns auf jeden Fall eine ganz zentrale Rolle und hier die Küche ist Herzstück. Daniel backt selber Brot, wir pflücken Wildkräuter im Garten. Ich habe damit auch meine eigene Leidensgeschichte hinter mir. Ich hatte früher sehr viele Allergien, ich hatte Reizdarm und diverse Probleme einfach. Das ging aber alles weg in meiner Zeit in Indonesien. Da habe ich mich mit meinen Selbstheilungskräften verbunden und wirklich verstanden und körperlich verinnerlicht, dass es in meiner Hand liegt, was ich zu mir nehme, was mir gut tut. Und das hat sich dahingehend in den letzten Jahren so entwickelt, dass ich eben ganz viel lebendige Sachen zu mir nehme. Durch die Sprossen, durch die Wildkräuter. Das ist einfach volle Nährstoffbombe. Gesünder kann man sich eigentlich nicht ernähren als mit diesen kleinen Vitalkostpaketen. Ich kletter jetzt mal kurz auf die Küche. Das ist bei uns hier normal. Jetzt nochmal runter. Hier noch eine schöne Ecke unserer Küche. Kann man hier rausziehen. Hier sind unsere Töpfe. Hier ist unser Quellwasser, was wir uns immer im Pfälzerwald hier abfüllen. Ja, dann haben wir einen Gasherd mit Elektroofen. Hier sind auch alles Schubladen. Das hat auch Daniel alles aus bereits vorhandenem Holz gebaut und Upcycling betrieben. Unser Spülbecken ist übrigens auch unser Waschbecken, weil wir das im Bad nicht haben. Jetzt gehen wir hier einmal drum herum und dann zeige ich euch den Kühlschrank, den wir haben und auch mit Waschmaschine hier unten. Und wenn man oben hin muss, dann ist hier wieder Kletter-Action. Dann steigen wir hier rauf. Das ist eine Quelle des Lebens hier drin. Einen Schritt weiter geht es in unser Badezimmer. Kommt mal rein. Hier hat man das Gefühl, dass man wirklich draußen ist, weil alles hier mit Glas außenrum ist. Das war auch Teil der Idee. Wenn man in der Dusche steht, hast du das Gefühl, du bist draußen. Auf der Toilette guckt man nach draußen in unseren Garten. Und wir haben hier eine ganz normale Dusche. Die Rückwand ist eine Cortenstahlplatte, die einfach auch nochmal eine besondere Optik vermittelt. Und ja, ansonsten ist hier nur noch unsere Toilette. Das ist nur eine Waschschüssel. Wie gesagt, das Spülbecken ist das Waschbecken. Und wie die Toilette funktioniert, das zeige ich euch jetzt auch. Wir haben eine Kompost-Trenntoilette. Das bedeutet vorne flüssig und hinten fest. Auf das Feste drauf kommt dann hier das Einstreu. Das mischen wir selber aus Holzspäne und Dreck, den wir im Wald immer unten zusammenrecheln. Und dann kommt das hier rein. Und wenn wir diesen Eimer leeren, was alle paar Tage passiert, holen wir den hier unten raus. Und was dann mit dem passiert, wo der hinkommt, wie wir aus Scheiße Gold machen, das zeigen wir euch dann gleich. So, und bevor wir euch das zeigen, erzähle ich euch noch ein bisschen was über die Bauweise. Das sieht man nämlich hier noch ganz schön. Das haben wir extra offen gelassen, dass man das Ständerwerk noch weiterhin sieht. Und hier zwischen dem Ständerwerk ist die Zwischensparrendämmung aus recycelten Jutesäcken. Das ist eine Jutedämmung mit einem sehr hohen Dämmwert. Was mir sehr wichtig war, dass wir halt keine zusätzliche Energie verbrauchen, um Dämmung herzustellen. Deswegen bin ich auf dieses Recycelmaterial gegangen. Obendrauf ist dann eine Holzfaserdämmplatte, die zusätzlich als Dämmung ist, gleichzeitig als Putzträger für den Lehmputz und obendrauf dann eine Lehmfarbe.
Das Ständerwerk selbst habe ich von einem lokalen Sägewerk bezogen. Das heißt, das ist hier Pfälzerwald, verbauter Pfälzerwald. Vieles Material, was hier drin verwendet wurde, vor allem für die Unterkonstruktion, hat alles schon mal irgendwo eine Verwendung gehabt und wurde dann hier wiederverwendet und angepasst. Und jetzt zeigen wir euch den Rest von unserem Freiluftatelier und nehmen euch mit runter in den Garten. Und hier geht es dann schon los mit unseren Permakulturbeeten, sowohl auf dieser Seite als auch hier. Wir beobachten, was wächst. Wir bringen nicht unbedingt Sachen hierher, die nicht hierhin gehören. Also wir haben Fokus auf heimischen Pflanzen auch. Und es wachsen ganz viele wilde Wildkräuter, die wir halt eben auch in der Küche immer verarbeiten, die gleichzeitig aber auch als natürliche Mulchschicht dienen. In den letzten 3 Jahren ist hier einfach eine enorme Diversität schon entstanden. Hier seht ihr, wo die Scheiße sich in Gold verwandelt. Es ist schon sehr gut verkompostiert und man merkt auch, dass es nur noch nach Erde riecht. Und das alles zusammen ist unser Gärtnergold und sehr hochwertige Erde. Ja, dann haben wir diverse Hängematten und Sessel übers Grundstück verteilt. Es könnte romantisch erscheinen auf den ersten Blick, aber es ist auch ganz schön viel Arbeit. Wir verstehen das Freiluftatelier als einen Kunst- und Lernort und ein Gesamtkunstwerk, wo die Beziehung zwischen Mensch und Natur thematisiert wird. Und hier kommen wir jetzt schon in den tiefen Pfälzerwald, in den schattigen, ganz schattigen und auch kühlen Teil unseres Grundstücks. Das ist unser Waldtempel, ein ganz besonderer Ort. Besonders wenn man in die Bäume reinschaut. Wir haben uns tatsächlich hier auf dem Grundstück kennengelernt. Daniel hatte das gerade erst 2-3 Monate gekauft und durch gemeinsame Freunde, die mich hierher gebracht haben, haben wir uns kennengelernt und tatsächlich hier unten an diesem Platz, ja, den ersten... Der Funke übergesprungen. Und der Rest ist Geschichte. Hätte man mir oder uns vor ein paar Jahren gesagt, dass wir mal so ein Leben führen würden, dann hätte ich gesagt, das ist ja zu schön, um wahr zu sein. Ja, und jetzt ist es wahr geworden und es fühlt sich alles richtig an. Es hat sich alles so gefügt und es ist der Anfang von etwas Neuem. Das war die Roomtour durch unser Tiny House im Freiluftatelier. Und wenn es euch gefallen hat, dann abonniert den Kanal. Und schaut euch auch gerne hier noch weitere Videos an. Tschüss. Vielleicht bis bald!